Ellen White erhielt nicht nur Anweisungen für die Kirchengemeinde und ihre Mitglieder, sondern ihre Visionen befassten sich auch mit Alltagsproblemen und gesellschaftlichen Ereignissen ihrer Zeit. Sie lebte während des Bürgerkriegs und erhielt vor und auch während des Krieges diesbezüglich Visionen. Wenn wir ein paar Jahre zurückspulen, sehen wir, dass die große Erweckungsbewegung mit der Befreiungsbewegung verbunden war. Und tatsächlich waren alle frühen adventistischen Pioniere Gegner der Sklaverei. Die Frage der Sklaverei spitzte sich im Bürgerkrieg zu und auch Gott hatte etwas zu diesem schrecklichen Thema zu sagen. South Carolina war der erste Staat, der sich am 20. Dezember 1860 abspaltete und 23 Tage später erhielt Ellen White ihre erste Bürgerkriegsvision in dieser Kirche, hier in Parkville, Michigan. Es ist unwahrscheinlich, dass sie wusste, dass sich 3 Tage vor ihrer Vision 3 weitere Staaten getrennt hatten. Auf jeden Fall dauerte es noch 3 weitere Monate, bevor der Bürgerkrieg begann und die konföderierten Streitkräfte auf Fort Sumter in South Carolina feuerten, nachdem die Unionstruppen es zuvor übernommen hatten. Gemäß der herkömmlichen Meinung im Norden würde es keinen Bürgerkrieg geben. Aber falls doch, würde er extrem kurz sein und mit einem schnellen Sieg für die Union enden. Ellen White sagte richtigerweise einen langen Krieg voraus und dass Leute aus ihrer Zuhörerschaft ihre Söhne dabei verlieren würden. Ihre zweite Bürgerkriegsvision erhielt sie hier in der Roosevelt Seventh-day Adventist Church in New York State am 3. August 1861. Sie stand hinter dieser Kanzel, obwohl diese sich damals vermutlich auf der anderen Seite befand. Sie sah, dass Sklaverei eine Sünde war und dass sie in völligem Widerspruch zu den Lehren Christi stand. Sie sah auch, dass Gott den Bürgerkrieg nutzte, um beide Seiten zu bestrafen. Den Süden für die Ausübung der Sklaverei und den Norden, weil er so lange seinen übermäßigen und überheblichen Einfluss zuließ. Am faszinierendsten war vielleicht ihr Einblick in die Schlacht von Manassas, die auch die Schlacht von Bull Run genannt wird. Am 21. Juli 1861 näherten sich die nördlichen Truppen zum ersten Mal Manassas und sie erwarteten einen schnellen Sieg, da sie in der Vormachtstellung waren. Zu einem Zeitpunkt in der Schlacht drängten sie vorwärts, als, wie Ellen White beschreibt, ein Engel vom Himmel zum Schlachtfeld herabstieg und sie mit seiner Hand zurückwinkte. Sofort gab es Verwirrung in den Reihen. Die nördlichen Streitkräfte dachten, sie seien auf dem Rückzug. Dabei begann ihr Rückzug gerade erst. Oberstleutnant W.W. Blackford schrieb später, dass sich die blauen Linien, die so gut aufgestellt und ungebrochen waren, plötzlich in einen Bienenschwarm verwandelten und so schnell sie konnten davonrannten. Viele amerikanische Bürgerkriegshistoriker anerkennen ein mysteriöses Element in diesem Kampf, obwohl so gut wie jeder verständlicherweise kein übernatürliches Element darin erkennen kann. Heute kann man auf dem Schlachtfeld von Manassas verschiedene Gedenktafeln sehen, die auf dem Feld verteilt sind und von dem plötzlichen Rückzug der nördlichen Truppen zeugen, sowie von dem unwahrscheinlichen Sieg, der an diesem Tag für den Süden errungen wurde. Dann erklärte ihr der Engel, dass Gott diese Nation in seiner Hand hat und es nicht zulassen würde, dass Siege schneller errungen würden, als er es gewollt hatte. Der Norden durfte keine schnelle, entscheidende Schlacht gewinnen und somit ein abruptes Ende des Krieges bringen, weil er sie dafür bestrafte, dass sie die Sklaverei vor dem Krieg geduldet hatten und dass sie nicht abgeschafft hatten. Diese Vision zeigt, dass Gott sich in die Angelegenheiten der Menschen einmischt und nicht so untätig ist, wie wir manchmal meinen. Die prophetische Gabe wurde gegeben, um die Relevanz und praktische Seite eines damals wichtigen politischen und sozialen Themas aufzuzeigen. Heute meinen einige Christen, dass wir uns nicht auf gesellschaftliche Fragen einlassen, sondern nur das Evangelium predigen sollten. Aber während wir das Evangelium predigen, sollten wir doch auch versuchen, gerecht zu sein, Barmherzigkeit zu lieben und demütig mit unserem Gott zu gehen. Einige der jahrhundertealten Probleme existieren ja immer noch und als Christen sollten wir versuchen, Ungerechtigkeit zu bekämpfen und Barmherzigkeit
Barmherzigkeit für andere zu suchen. Möge unsere Religion praktisch sein und den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen, damit wir die Liebe Gottes demonstrieren, wo auch immer wir sind.